Herzlich willkommen wieder mal live aus dem Filmstudio. Heute mache ich den letzten Teil zu What is Organics? Was ist organisch? Die Übersetzung von Paul Chek, diesem grandiosen Wissen, was in die Menschheit hinausgehört. Also wie viele von euch sind bereit dafür, in dieses Thema einzusteigen? Die dürfen mir gerne mal dann unten im Kommentarfeld reinschreiben, bin bereit dafür. Und wie viele von euch sind wieder bereit, 100% ihrer Energie und Aufmerksamkeit zu geben, um diese Informationen aufnehmen zu können, alles mal beiseite zu schieben, was man jetzt nicht unbedingt benötigt? Dann dürft ihr gerne ebenfalls reinschreiben, bin bereit dafür. Und jetzt habe ich auch natürlich vor, für euch den Bildschirm zu teilen. Das werde ich jetzt auch gleich mal machen und den Ton auch freizugeben. So, Bildschirm ist geteilt. Da seht ihr auf meiner Webseite diesen Beitrag, uns ist functional, was ist organisch. Auch auf dem YouTube-Kanal könnt ihr das finden. Und natürlich da die ersten Teile, da steht jetzt mal rein, ist ja auf mehrere Teile aufgeteilt. Dieses Thema, also falls du die ersten Teile noch nicht gesehen hast, hier haben wir Teil 1, Teil 2 und Teil 3 folgt jetzt eben. Und das könnt ihr eben das finden. Da habe ich auch die Aufnahmen gemacht. Ich werde das dann natürlich auch auf dem YouTube-Video wieder unten in das Informationsfeld hineingeben, den Link, damit du da dorthin gelangst und weißt, wo du die weiteren Infos, die vorhergehenden Informationen finden kannst. Und das sehen wir jetzt auf dem Paul Chek, sein YouTube-Kanal, What is Organics Teil 5. Ich habe das auf 3 Teile gemacht, um das ein bisschen zu komprimieren. Zwar dauern natürlich die Videos länger, weil ich natürlich auch immer übersetze von ihm direkt nach meinen Worten. Also wird dann nicht immer alles ganz korrekt sein. Verzeiht mir das. Ich versuche mein Bestes, trotzdem für euch die wichtigsten Informationen rauszufiltern und das dann für euch zu übersetzen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr das Englisch beherrscht, das Ganze auch original anschauen. Ihr müsst so nicht mein Video ansehen. Ihr dürft es aber gerne, wenn ihr das wollt. Und nochmal ganz zum Schluss, weil wir jetzt im letzten Teil einsteigen. Warum bin ich einmal auf Paul Chek aufmerksam geworden? Ganz einfach, ich war in München, habe da eine Function Movement Screen und Functional Trainer Fortbildung gemacht und da habe ich von einem Trainer erfahren über den Totem Pole und Paul Chek. Totempfahl habe ich auch auf meiner Webseite etwas, wie das menschliche Körpersystem funktioniert, die Hierarchien, Überlebensmechanismen, warum vom Nervensystem, die Augen, die Zunge, das Kiefer, die Atmung ganz weit oben stehen und auch das Denken und die Mond- und die Wechselphasen, die Rhythmen, die inneren Rhythmen. Und das war für mich so enorm spannend, dass ich einfach da mehr wissen wollte, habe dann auch Paul Chek gefunden und so hat sich das ergeben, habe dann auch Fortbildungen online gemacht bei ihm, von seinem Wissen, Holistic Lifestyle Coach nennt sie das und auch Chek Practitioner und habe dann viele Videos auch von ihm angesehen und das war eines davon vor vielen Jahren bereits und jetzt will ich dieses Wissen an euch weitergeben, was ich da entdeckt habe, weil es einfach enorm spannend ist und das in die Menschheit gehört, weil es einfach dringend notwendig ist, dass sich hier etwas verändert. Und genug meiner Worte, wir steigen in dieses Thema ein, damit du auch den Bezug da hast. Wie bin ich auf das Ganze gekommen? Warum? Paul Chek. Und jetzt steigen wir in dieses Thema ein. Was ist organisch oder bio? Und finde gesundes Essen, wie Sie ja schön in der Überschrift sehen könnt, Finding Healthy Food, also das Finale des ganzen Themas, will ja auch eine Lösung von dem ganzen Thematik sagen, was wir leider in unserer Gesellschaft brauchen, dass man einfach gutes Essen suchen muss und das keine Selbstverständlichkeit mehr ist, dass man das vorfindet. So, jetzt geht's los. Seid bereit. Hello, this is Paul Chek. Welcome to part 5, the final. Also hier, hallo, hier ist Paul Chek. Willkommen in dem 5. Teil des Finale. Part of what is organics. A very Finalen Teil, was ist organisch? important series. I hope you've enjoyed it so far. Eine sehr wichtige Serie. Ich hoffe, du hast es bisher einfach genossen, mehr oder weniger, was er da für euch an Informationen bereitgestellt
erzählt hat, was er euch erzählt hat. Today our topic is finding healthy food. Das heutige Hauptthema ist Finde gesundes Essen. Warum? One of the most common comments I get is, where do you Eine der meisten Herausforderungen ist eben, woher bekomme ich find real organic food? echtes organisches Essen? So I'll talk a little bit about that. First, I Er spricht jetzt ein bisschen darüber. wanted to address another common problem. Many people Zuerst möchte er einfach davor auch warnen oder adressieren, ein weiteres großes Problem oder Herausforderung, viele Menschen eben write me emails and comments all over the place on my websites. Schreiben eben E-Mails und kommentieren auf allen Plätzen seiner Webseite. Organic is a bunch of BS. There's no such thing. Organisch ist eben etwas, was nichts bringt, und es ist, das kein Grund dafür gibt, organic, blah blah blah. Okay. Dass man organisch essen soll und bla bla bla, wie es eben schön ausdrückt. Und vieles mehr eben. Okay, well, there is some truth to that. But as I've Da steckt some Wahrheit, eine kleine Wahrheit dahinter, tried to share in my wenig Wahrheit dahinter. series here, there is Doch was er in seiner Serie hier teilen will, such a thing as organic. Es gibt eben Dinge, die sind organisch. Nature itself, and it's Die Natur selbst. when we farm in accordance with the principles of nature that we have. Wenn wir eben etwas anbauen nach den Prinzipien der Natur, Organics. Dann haben wir eben organisches Essen. If there's no such thing as organic anymore, it's only because warum eben dann viele Dinge nicht mehr organisch sind? Human beings screwed it up. Weil eben die Menschen hier viel verändert haben. It doesn't mean that organics don't exist. It means you Das heißt jetzt nicht, dass organisch nicht mehr existiert. just have to look for them like anything else. Und da darf man eben danach suchen, wie bei vielen anderen Dingen auch, wie ich einfach viele Informationen gesucht habe und gefunden habe, um hier mehr zu verstehen, alleine was die menschliche Bewegung betrifft und das Gesamtsystem Mensch, war es für mich so enorm wichtig, ihn zu finden, weil es diese Informationen, was er verbreitet hat, mich, mein Denken, mein Handeln wieder so enorm verändert haben. Ich habe Dinge verstanden, die ich vorher nicht gewusst habe, weil ich auf der Suche danach war. Und da gehe ich jetzt eben darauf ein. Und solange wir eben diese Entscheidungen treffen und oder nach handeln und Geld verwenden, um etwas zu vergiften und die Erde zu ruinieren, haben wir eben große Probleme, was eben in den Teilen zuvor schon erzählt hat. Let me give you a little indication of why people are believing that and why. Und jetzt darf er einen kleinen Auszug daraus geben, warum Menschen eben das glauben und warum they're hearing these news reports on television. Die eben diese Neuigkeiten in Reporten, also in Berichten, im Fernsehen zum Beispiel, on the radio and in magazines, im Radio oder in Magazinen in newspapers saying that organic und in Zeitungen, dass eben organisch no better. First of all, über organische Lebensmittel zum Thema eben. A man named Philip Howard, who is a professor, I believe, of agriculture. Zuerst verwendet eben mal den Namen Philipp, jetzt habe ich das jetzt gerade nicht auf die Schnelle verstanden, sorry. Und der glaubt, dass normale Landwirtschaft, also Agrarkultur, has these charts on the organic industry and who hat eben da so Grafiken in der organischen Industrie. Who's involved in the organic industry. So if you just Und der ist eben involviert in der organischen Industrie. Type into Google Philip Howard
Jetzt haben wir den Namen nochmal. Das ist ein Tipp, einfach in den Google ein, Philip Howard, organic industry structure. organische Industriestruktur oder Organic Industry Structure, das wirst du wahrscheinlich dann eher auf Englisch finden. Mal schauen, du musst einfach mal googeln, wenn dir das interessiert. Oder look on my blog. Schau einfach auf Paul Chek sein Blog. The day that this comes out, you'll probably find that chart. Und wo eben das rauskommt, dann wirst du dann auch diesen Chart da finden, diese Grafik. What I'm showing you here is that in 2009, was eben hier zeigt, dass im 2009 he listed all the then available organic certifications. Dann eben da zeigt eben all die erhältlichen organischen Zertifizierungen. And who was the money or the owners of them? Und wem gehört das und wer hat eben da das Geld dafür oder wer gibt das Geld für das her? And lo and behold, look what we see. Und lo and behold, schaut einfach da darauf, also was man da eben erkennen kann. We've got companies like Mars Bar and M&M. Da hat er eben Firmen wie Mars Bars und M&M. We've got Cadbury. We've got Cadbury. Hershey's Foods. Dann eben auch Hershey's Food. We've got Nestle, Coca-Cola. Nestle, Coca-Cola. Pepsi. Pepsi. Cargill, which is one of the most biggest. Cargo ist einer der größten conglomerates that I would never. Conglomerates, das kann ich jetzt leider nicht übersetzen, das Wort weiß jetzt nicht. Achso, ich muss ja eigentlich hier mal die Übersetzung umstellen. Weiß nicht, warum ich da jetzt auf Englisch gelandet bin, dann tue ich mir auch ein bisschen leichter. Sorry dafür. Soll ein bisschen spaßig bleiben. So, wenn es mir jetzt übersetzen lässt, was ist mir jetzt? Arabisch. Dann probieren wir es nochmal. Vielleicht kriegen wir es ja jetzt hin. Arabisch wollen wir nicht. Deutsch. Dann tun wir ja ein bisschen leichter. So. Ja, irgendwie klappt es gerade nicht mit der Übersetzung, wie man das vorstellt. Warum nimmt er das jetzt nicht? Nein. Einmal machen wir das noch. Sorry dafür jetzt für die kleine Verzögerung, das darf man auch machen. Also setzt einfach, ich nehme das live auf und ich scheue euch aus, nicht diese Fehler drinnen zu lassen. Dann seht ihr, dass auch mir hin und wieder etwas passiert. Versteht es nicht, warum das jetzt nicht klappt. Entweder ist das in der Kombination mit Zoom, dass er das jetzt einfach nicht mag, weil einfach zu viel offen ist. Einmal probieren wir es noch, ob wir da jetzt raufkommen, sonst lade ich einfach die Seite mal nach. 2 Minuten 12 stehen wir gerade. Und schauen wir mal, ob wir das dann hinbekommen, weil das einfach dann viel einfacher für mich geht. So, jetzt lade ich da einfach mal neu. This is Paul Chek. Welcome to. Steigt dann wieder da die 2 Minuten ein, wo wir gerade sich mit diesem Thema befinden. Und dann die Übersetzung. So. Ihr seht also, hier kann man auch Übersetzungen machen. Automatisch übersetzen, Deutsch. Und jetzt probieren wir es nochmal. Jetzt hoffentlich klappt es. Ja, jetzt hat es geklappt. So, sorry für die Verzögerung. Jetzt geht es weiter. Pepsi, Cargill, which is one of the most biggest conglomerates that I would never buy. Cargo, das ist einer der größten Konzerne, wo er niemals Lebensmittel kaufen würde. Jetzt haben wir es. Food from if I could avoid it. Heinz. Wenn man es eben vermeiden kann. Heinz Ketchup. Ketchup. So what you see is the yellow is who owns. Was du eben sehen kannst, das Gelbe. Owns the certification and the. Das sind eben die Unternehmen, die die Zertifizierung besitzen. Green is what is the name of the. Das, was eben grün ist. Certification. Das sind eben die Zertifizierungen. Now that was 2009. Now look at. Das war eben 2009. 2013. Und jetzt schaut eben das 2013 an. Also das Video, was ihr da sehen könnt, ist schon über 10 Jahre alt.
So what they do is they start these bogus organic certifications Was sie machen, sie haben eben mit diesen gefälschten organischen Zertifikaten begonnen, under different names, but unter verschiedenen Namen. what you don't know is who's actually funding it. Now let me Was aber viele nicht wissen, wer das tatsächlich finanziert. tell you something that's really important to understand, because Und lass mir dir jetzt etwas erzählen, dass du das verstehen kannst, weil ihm das wichtig ist researched this extensively. und er das ausführlich erforscht hat. I've looked at many research studies. I've studied Er hat sich eben sehr viele Forschungsstudien angeschaut, research from all over the world on der ganzen Welt, und das hat er eben studiert organic food and organic farming and über Bio-Lebensmittel und organische Landwirtschaft the politics of it, etc. und die damit verbundene Politik. And what is happening is that these major corporations, Was eben da passiert ist, dass diese großen Konzerne such as M&M, Mars Bar, wie M&M, Mars, Bar, Coca-Cola, Pepsi, and Coca-Cola, Pepsi all these people will go buy und all diese Leute eben various farms. und eben bei mehreren Farmen da vorbeikommen und behaupten, They will claim that they're organic. dass sie eben biologisch sind. They will start their own organic certifications Starten die eigenen with Bio-Zertifizierungen their own rules. mit ihren eigenen Regeln. They will then do research in universities with agricultural Und dann eben mit den Forschungen in die Universitäten gehen departments that they fund, und dann eben auch die Agrarabteilung Forschung finanzieren und betreiben. and they will say we're going to compare our commercial food Und dann werden sie eben behaupten oder sagen, dass sie kommerzielle Lebensmittel to organic food. Then they'll mit Bio-Lebensmitteln vergleicht werden. ship organic food in from one of their own farms that is Und dann werden sie eben Bio-Lebensmittel von ihren eigenen Unternehmen einbringen da in diese Forschungen. not really an organic farm, Besitzen einen eigenen Bauernhof, der nicht wirklich eine organische Farm oder Biobauernhof ist. that is just a prop up. And they'll compare the food Nur eine Requisite oder etwas, was etwas zeigen soll. and say, look, there's no difference Und sie vergleichen das Essen und behaupten, dass es keinen between the Unterschied gibt two. But you zwischen diesen beiden. reading the study and hearing the news report Und wenn man aber diese Studie liest realize und den Nachrichtenbericht hört, all the incessant dann kannst du eben erkennen, dass das eben sehr manipulativ ist, was die da machen, little manipulation going on behind the scenes. was sich da hinter diesen Kulissen abspielt, also was du nicht öffentlich so klar sehen kannst. When you look at real studies comparing organic Und wenn man sich reale Studien anschaut, in denen Bio-Lebensmittel food to commercially farmed food, it's mit wirklich kommerziell angebauten Lebensmitteln verglichen werden, night and day, dann ist das eben Tag und Nacht. knock it out of the park, no question. And then all you Und dann hau von dem Park ab, mehr oder weniger. Und dass es keine Frage ist, gotta do is look at the difference between the animals dann musst du dir nur auf die Unterschiede zwischen gefütterten Tieren, that are fed the different qualities of the food, and out die unterschiedliche Qualität eben des Essens the ball goes right out of the park kommen. Es geht wieder los. again, and the list just goes on and on. So Die Liste lässt sich eben fortsetzen. have no question in your mind, organic Und er hat eben keine Zweifel, is real, and dass organisch eben real ist, also Bio real ist. organic does exist, but Und Bio existiert eben auch, for reasons of political and aber aus Gründen der politischen oder des politischen, capitalistic des Kapitalismus adventure, organic oder kapitalistischen Abenteuern are being suppressed. wird Bio unterdrückt, oder was Bio eben produziert wird, dass das unterdrückt wird. Sonst checkt man da irgendwie gerade, okay, der Akku ist gerade ein bisschen. The organic market started to grow very fast. At one point, it was 6% So, of the jetzt platziere ich da kurz einmal. Jetzt hast du hier eine kleine Pause.
So, jetzt bin ich wieder da, nach den kurzen Unterbrecher, und wir steigen wieder in das Thema ein. Nachdem wieder der Akku voll da ist. The gross national food product. Und das So waren 6% aller Brutto-Lebensmittelprodukte ausgemacht. once the food corporations Und die Lebensmittelkonzerne, found out that they were starting to lose market share to organic und das haben eben die Lebensmittelkonzerne herausgefunden, dass sie Marktanteile an Biobauernhöfen farms, then they started pulling all these da eben verloren haben, tricks to haben try sie to all diese Tricks angefangen. steal your money from you. So it is Das Geld eben von ihnen zu stehlen. a real concern, but I do have some Das ist eben ein echtes Problem, solutions for you. aber er hat da eine richtige Lösung für dich oder fürs. One, if you want to find the best food Wenn du eben das beste Essen finden willst anywhere you're at and you're not sure what to do, und eben nicht sicher bist, was du tun sollst, contact the Chamber of Commerce. Almost every city has a kontaktiere die Handelskammer, die fast jede Stadt hat. Chamber of Commerce. Or you can go directly to the phone book. Sometimes Oder du kannst eben direkt zum Telefonbuch gehen. you can find these associations directly, but the Du Chamber kannst eben diese Verbände direkt finden. of Commerce is a good place to stop. Ask if Die Handelskammer ist eben ein guter Ort, um zu starten. they have a farmers association or a soil association Und eben eine Farmers, eine Landwirtschaftsorganisation oder eine Bodenorganisation in that town or region. in einer Region, wo es ein Bauernverband ist, zum Beispiel auch so etwas. Soil associations are often national, Bodenverband such as the British Soil Association, the US gibt es eben auch auf nationaler Ebene, wie die British Soil Association Soil Association, New Zealand Soil Association, und die Neuseeland Bodenassoziation, also die Behörden, was da alle gibt. etc. Australia. Not every Genauso Australien. country has a soil association, but Nicht jedes eigene Land hat eine eigene Bodenbehörde. the British Soil Association is a very good one, and they have a lot of Und die British Soil Association ist eine sehr gute. Die haben excellent resources available to you on all aspects of sehr viele Ressourcen oder Forschungen organic food farming and health. über organisches Essen und Gesundheit. Once you get to the farmers associations, Wenn du eben dich an die Bauernverbände wendest, you then want to ask them, is there an organic farmers association? So dann darfst du eben fragen, gibt es auch einen Biolandwirtschaftsverband? if the Chamber of Commerce can lead you to the farmers association or a Wenn die Handelskammer sie also den Bauernverband, soil association, they einen Bodenverband weiterleiten kann, typically will know how to find the organic farmers dann weißt du in der Regel, wie das geht, or the Organic Farmers Association. um den Biobauern oder den Biobauernverband zu. In many places, like smaller towns, they don't have a farmers association. Beispielsweise in kleineren Städten gibt es dann eben keinen Bauernverband Or an organic farmers association, oder einen Biobauernverband. so you have to go looking around for farmers markets, and you can Da ask musst du dich eben nach Bauernmärkten umsehen these people where the farmers markets are. und wo die Bauernmärkte eben dann sind. Then you go out to the farmers markets and you begin asking the Und geh eben zu den Bauernmärkten und beginne an, denen eben Fragen zu stellen. questions. So one of the questions is organic versus certified organic. Und dann eben eine Frage zu stellen, Bio versus zertifizierter biologischer Now, Anbau. many of these people are going to be certified organic, but they may have Viele dieser Menschen werden nun aus biologischem Anbau zertifiziert sein, verfügen aber möglicherweise a certified organic license or certificate über eine Biolizenz oder ein Zertifikat from one of the companies on this list, von einem der Unternehmen auf dieser Liste. most of which are just bogus certifications. The gold standard
wo es eigentlich größtenteils nur um Scheinzertifizierung eben sich handelt. Standard in organic certification, in my opinion, is Der Goldstandard nach der Bio-Zertifizierung ist nach seiner Meinung nach the Demeter Association. die Demeter-Vereinigung, also Demeter. Da gibt's solche Produkte, kann man auch bei uns finden. Also so der Information. Demeter Association. You can find it on the internet. That's the gold Das kannst du eben auch im Internet finden. standard, in my opinion. Nach seiner Meinung ist eben das der Goldstandard. Any of these organic certifications, you can call them. Jede dieser Bio-Zertifizierungen kann man, wie man sie nennen kann, Get the phone number. So if you see a bag of hol eben die Telefonnummer, carrots in the store, sloppy Joe's und man eben Tüte Karotten in diesem Laden findest, organic certification, sei es jetzt die Sloppy Joe's Bio-Zertifizierung, wirst du natürlich bei uns nicht finden. all you got to do is call them, say, Du musst nur anrufen. hi, my name's whatever your name Mein Name ist noch immer, wie sie heißen. is. I just moved to town. I'm thinking about Ich starting bin gerade in die Stadt gezogen. Ich denke darüber nach, a small organic farm. I einen Bio-Bauernhof zu gründen. wanted to know what is the process of getting certified by your organization. Was ist eben der Prozess, um die Zertifizierung durch Ihre Organisation zu erhalten? Wie läuft es ab? If they do not require a gestation period of 2 Wenn das eben keine Zeit von mindestens 2 Jahren dauert, years at least, and erfordert, testing of your soil, wo eben dann auch der Boden getestet wird, and then retesting to make dann sure erneut getestet wird the soil's healthy, then und festzustellen, ob auch der Boden gesund ist, it is not a real organic certification. If you dann handelt es sich nicht um eine echte Bio-Zertifizierung. can just pay money and get certified, it's bogus, Wenn man einfach Geld bezahlen und sich zertifizieren lassen kann, and that is almost all of these things. ist das eben ein Schwindel. Und das ist bei vielen dieser Zertifizierungen eben der Fall. And those are the ones ruining the concept of organics. Das ist eben ein Grund, sich mit dem Konzept der Bioprodukte, warum da einfach vieles ruiniert worden ist dadurch. They're buying your belief system and it's Sie working. kaufen sich eben das Glaubenssystem. Und es funktioniert am Markt. So know that many of these certifications Du solltest dich eben darüber im Klaren sein, dass viele dieser Zertifizierungen are expensive and many of them sehr teuer sind. are bogus, and farmers know that. Viele eben auch gefälscht sind, und viele Landwirte wissen das eben auch. And many farmers live on a very, very tight budget, so spending Und viele Landwirte leben eben mit sehr knappem Budget. $6,000 for an organic certification Darum ist es eben für viele eben keine kluge Sache, $6.000 für eine Biozertifizierung auszugeben. that's not really enhancing your bottom line. Was dann sich auf das Endergebnis nicht wirklich großartig auswirkt. Isn't a wise thing for them to do. So the point is, many of Das them ist are der Grund, warum das für viele eben nicht weise ist, das zu tun. Der Punkt ist eben dann sehr vielfältig oder farming organically. There's probably more organic beim biologischen Anbau nach seiner Beobachtung gibt es eben politische und finanzielle Gründe. certified organic farmers Mehr biozertifizierte Biobauern, that are not certified than there are that are certified, die nicht zertifiziert sind. in my observation, for these reasons of politics and finances. Solche eben dann auch trotzdem biologisch unterwegs sind, weil sie eben das nicht finanzieren können oder wollen. So if you go out there, you may find people that are farming organically but not. So, jetzt hat es mir irgendwie gerade wieder. Wenn du eben draußen suchst, dann findest du teilweise eben Farmer, Certified, and then die you zertifiziert sind. just test the food, taste the food, Dann kannst du eben das Essen testen, schmecken, fühlen, feel it, smell it, pick up the vibration riechen, versuchen on it. die Schwingungen eben wahrzunehmen. Oftentimes they'll give you a sample of something. Buy an orange, Oft geben sie dir auch eine Probe von etwas. buy an apple and eat it. We'll talk more about Kauf dir einen Orange oder einen Apfel, that in a minute. Now, esse sie und dann weißt du eben mehr darüber. there are
a class of farmers that is referred to Es gibt es eine Klasse von Landwirten, as mixed farmers. My die als gemischte Landwirte bezeichnet werden. father was a mixed farmer. Sein Vater war ein gemischter Landwirt. Arden Anderson, in his Arden Anderson in seinem Agronomiekurs, agronomy course, which I studied, den er eben studiert hat, teaches and practices mixed farming. lehrt und praktiziert gemischte Landwirtschaft. Now, mixed farming is a mix of the best of scientific Gemischte Landwirtschaft ist eine Mischung aus den besten wissenschaftlichen Angeboten offering and the best of the organic world. und den besten biologischen Produkten. So they might use NPK fertilizers, and occasionally they Sie verwenden dann möglicherweise NPK-Düngemittel, might even use chemicals to control möglicherweise sogar Chemikalien, dangerous pests, but the goal um gefährliche Schädlinge zu bekämpfen. is to not use any more chemicals Das Ziel sollte es eben sein, nicht mehr Chemikalien zu than verwenden, you have to, and mixed farmers are seeking to als nötig zu verwenden. balance the soil. The point I'm making Und gemischte Landwirte versuchen, den Boden auszugleichen. is mixed farmers is still a big step up from Gemischte Landwirtschaft ist nach seiner Meinung ein großer Fortschritt standard commercial farming, gegenüber der herkömmlichen kommerziellen Landwirtschaft. and the food quality is significant. I was raised Die Lebensmittelqualität ist eben dann auch bedeutend besser. on a mixed farm. My dad used chemicals, but Er ist eben auf einem gemischten Bauernhof aufgewachsen. not any more than he had to. Sein Vater hat Chemikalien It verwendet, was particularly just aber nicht mehr als notwendig. fertilizers, not pesticides. Insbesondere nur Düngemittel, keine The Pestizide. food that I was raised on was extremely healthy, very, very. Und die Lebensmittel, die er eben gegessen hat, waren doch sehr gesund, Very good. sehr gut. So you can see that there's different ways of approaching this. There's different Es gibt eben da sehr unterschiedliche Herangehensweisen, types of farming. There's different levels of farming. verschiedene unterschiedliche Level von Farmenebenen, Biodynamic farming is also the von Landwirtschaft. Biodynamische Landwirtschaft gold standard worldwide. ist der Goldstandard oder auch Permakultur, wie man es gerne nennen kann, sehe ich auch so, dass das ein großer Standard ist. Bar none. So biodynamic farming Ohne Ausnahme, also biodynamische is spiritualized or biodynamische Landwirtschaft hopped up organic farming, and it's ist eben noch besser, es ist ein aufgepeppter biologischer Landbau based on Rudolf Steiner's work. und basiert eben auf Rudolf seiner Arbeit. So what do? The things you want to look for Was solltest du eben machen, auf was kannst du achten, when you're out shopping at farmers markets and community wenn du eben auf Bauernmärkten und örtlichen local CSA, community supported agriculture örtlichen Gemeinden einfach einkaufst, type events and things like that. auf landwirtschaftlichen Veranstaltungen und ähnliches, die du eben unterstützt, You want to look at the taste of the food. auf den Geschmack des Essens zu achten. The higher the quality of the nutrition in the food, Je höher die Qualität, je höher der Nährstoffgehalt des Lebensmittels due to the quality of the soil, the better the und des Bodens, desto besser ist eben auch der Geschmack. taste of the food is. Next, the density of the food. Und je höher ist die Dichte des Lebensmittels. When you taste food, for example, if you eat Und wenn Sie eben Lebensmittel probieren, a piece of beef from a wenn du ein Stück Rindfleisch probierst, typical standard commercial outlet, there's von einem handelsüblichen Standardgeschäft, no density in it. It's almost like you're just es gibt keine Dichte darin, eating stuff. There's nothing als würde man dann nur Sachen essen, als wäre there. But if you got a da piece of nichts da. organic free range meat of the same Aber wenn man ein Stück organisches Freilandfleisch isst, cut, des There would- gleichen Stücks, be a richness, des gleichen Körperbereichs, almost a kind of an earthiness, an animal gibt es eine Fülle, so eine Art Erdigkeit, taste, a tierischen Geschmack, density of nutrition. Dichte an Nährstoffen, You can taste the density. die man sich Satiety, dann vorstellen kann. the higher the quality of the nutrition in the Je hochwertiger die Ernährung, food, the more quickly you reach
Und das Essen, desto schneller reach a sense of satiation. In fact, eben dann auch ein Sättigungsgefühl ein. research in many different studies Untersuchen in vielen Bereichen, Forschungen in vielen Bereichen oder und vielen Studien has shown that on average, animals and people eating organic food haben eben gezeigt, dass Tiere und Menschen, die Bio-Lebensmittel essen, typically eat about 30% less calories im Durchschnitt weniger als 30% Kalorien in general per meal zu or sich nehmen, across the board. So even though eben pro Mahlzeit auf ganzer Ebene. organic food's more expensive, you actually Obwohl eben Bio-Lebensmittel teurer sind, need about a third less food because of the higher nutrient density aufgrund der höheren Nährstoffdichte and the fact that you get satiation und der Tatsache, dass sie schneller gesättigt quicker. sind. So if you're eating high quality Tatsächlich etwa 1/3 weniger Lebensmittel dann auch brauchst. food, you reach a Also wenn du eben qualitativ hochwertige Lebensmittel isst, sense of I don't need any more or dann benötigst du eben keine Sättigung mehr, satiation quicker. Shelf dann geht eben die Sättigung schneller vorhanden und life. If you take a commercial food was auch die Haltbarkeit betrifft, and an organic food, so if you go wenn du ein handelsübliches Lebensmittel mit einem Bio-Lebensmittel vergleichst, pull a commercial carrot out of the ground and an organic carrot out of the ground, wenn du zum Beispiel Karotte produzierst und eine Bio-Karotte, also handelsübliche Karotte oder Bio-Karotte daneben liegt, and lay them on the counter and wait to see which one rots first, typically welche eben zuerst verrottet, organic food will last much longer. It's got a lot more sind eben Bio-Lebensmittel viel länger haltbar. life force in it. Es enthält eben auch viel mehr Lebenskraft. This is critical. I actually saw a study, I Das ist eben ein ganz entscheidender Faktor. believe it was in Acres, USA, where they did the test Ich habe eben auch eine Studie gelesen oder gesehen, die in Acres, USA stattfand, to see how long wo eben Tests durchgeführt wurden, various types of organic food would last. And wie lange eben verschiedene Bio-Lebensmittel haltbar wären. one man left a pumpkin on his porch for Und ein Mann ließ ein Jahr lang einen Kürbis auf einer Veranda liegen. 1 year, and when they cut it open, it was still good. That's Als sie ihn aufschnitten, war er immer noch gut. organic food. And when organic food Das ist eben ein Bio-Lebensmittel. rots, it's still food. When commercial food rots, it's a poison. Und wenn Bio-Lebensmittel verrotten, sind sie immer noch Lebensmittel. Okay? So, fish is unregulated. You got to be very, very careful with the fish Und bei Fisch sollte man sehr vorsichtig farming sein. market. It's unregulated. They have almost Der Markt für Fischzucht ist eben sehr unreguliert. carte blanche with all sorts of wild, new, crazy Die haben sehr viele Möglichkeiten hier und so ist wie wild, was da sich abspielt. chemicals. Mit neuen verrückten Chemikalien. You're going to eat fish, go for wild caught. Wenn du einen Fisch essen willst, entscheide dich für wild gefangenen Ocean caught food. It's going to be more gefangenen Fisch im Meer. Ja, expensive, but so is going to the doctor. es wird teurer, aber auch der Gang zum Arzt Follow my 4-day bleibt dir erspart. rotation diet in my book. Und kannst auch die 4-tägige Rotationsdiät von seinem Buch ausprobieren. How to eat, move, and be healthy. That diet helps you Aus seinem Buch, wie man sich bewegt und gesund isst. eat and be healthy by Das hilft dir eben, dich besser zu ernähren und gesund zu sein. the reality of the fact that we're going to get exposed to things like mercury. Da wir in Wirklichkeit Dingen wie Quecksilber We're going to get exposed to chemicals und vielen anderen Chemikalien, no matter how hard we try. So rotating wie sehr wir uns auch bemühen, your foods on the 4-day cycle using the system die Rotation der Lebensmittel im 4-Tage-Rhythmus I suggest goes a long ways nach seinem vorgeschlagenen to System decreasing stress on your immune system and trägt dem dazu bei, den Stress des Immunsystems zu verringern improving your overall vitality. und ihre allgemeine Vitalität zu verbessern. Next, some suggestions for associations. Als nächster kann er nur ein paar Vorschläge für Verbände eben machen.
localharvest.org, das ist jetzt natürlich für unsere Bereiche in Europa nicht so optimal, die Vorschläge, oder willst du nicht viel nutzen. www.localharvest.org Wir haben da bemühen, vielleicht dann nur eigene Vorschläge hineinzubringen. can show you, take you to a directory that can help you find Und, da gibt es eben dann Verzeichnisse local food. von lokalen Unternehmen. Den Teil werde ich jetzt dann einfach ein bisschen überspringen, weil es jetzt nicht wirklich dich weiterbringt. Is a website that will help you find high quality milk and dairy products. So in summary then, you can see that in this series we've covered quite a bit. Und zusammenfassend kannst du eben sehen, was es in dieser Teile-Serie bearbeitet hat oder behandelt hat. I've shared as much of my knowledge as I could in So viel von seinem Wissen, was er eben kann oder as was ihm succinct möglich ist, format as I could in einem prägnanten Format, to help you understand what organic farming zu helfen, zu verstehen zu können, was ökologischer Landbau eben ist, is, why it's essential, warum er wichtig ist. and I've made the point and I'll make it again, no sense Und er hat es eben klargestellt und wird es nochmal betonen. voting because politicians are Es macht ihm keinen Sinn zu wählen, weil Politiker perpetual liars. They don't ewige Lügner sind. know how to do anything different. Er weiß nicht, wie er etwas anderes machen soll. And as you can see, things don't get better. Und sie werden sehen, dass gewisse Dinge nicht besser, They get worse. So we sondern schlimmer werden. have to take responsibility for Also müssen wir die Verantwortung für unser Leben, our life, our children, and our unsere environment. Kinder und unser Umfeld übernehmen. The way you vote is you support Und die Art und Weise, wie sie wählen, these people and the people that are caring for the ist, dass diese Menschen unterstützen und die sich um den Boden kümmern. soil, because by caring for the soil, they're Und weil sie sich eben um diesen Boden besser kümmern als andere. caring for you. When we take care of the soil, we're taking care of each other. Wenn wir uns um den Boden kümmern, dann können wir uns umeinander, also schauen wir auch auf andere Menschen. And when we have healthy people thinking Haben wir gesunde Menschen, healthy thoughts, the planet becomes gesunde Gedanken, a healthier, safer place for dann wird der Planet ein gesünderer all of us. And I'm looking forward Ort für alle und von uns. to participating in that. And this is how Er freut sich eben daran teilzunehmen. I do it each day. So thanks for joining Und darum macht er das eben jeden Tag. Danke, dass du dabei warst. me. Namaste. Und Be careful what you eat. I'll see you next time. pass auf, was du isst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, das Hello, this is war es auch schon, die Aufnahme. Wie gesagt, ich habe das auf meiner Webseite zu finden. Was ist organisch? Kannst du hier oben findest du, wenn du auf der Hauptseite bist, immer wieder, das hast du diesen Button. Dann kannst du runtergehen, wichtige Informationen, das gehe ich meistens da rein, so Ernährungsgeschichten, aber das ist jetzt woanders drin, da findest du etwas über Ernährung. Und dieses Thema habe ich woanders reingepackt, weil es einfach besser Gesundheit für Mensch und Umwelt da besser dahin zupasst. Da findest du, was ist organisch. Und da habe ich dann auch alle Teile drin. So, jetzt werden wir die Freigabe wieder stoppen hier. Und dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich bedanke mich ebenfalls für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass du dieses Wissen anderen zukommen lässt, vielleicht durch persönlichen Austausch auch mit anderen darüber sprichst. Wenn du einen Landwirt hast, vielleicht, dann musst du halt ein bisschen vorsichtig sein, was du zu jemandem sagst, je nachdem, was er macht und wie er das macht. Und gerne kannst du mein Video auch teilen, damit diese Informationen am besten auch dort ankommen, wo sie ankommen sollen, an Menschen, die sich dafür interessieren, die für etwas verändern wollen, die was bewegen wollen. Humsis, Function and bewegt. Viert euch und bis zum nächsten Mal. Und jetzt wird es Zeit, hier die Aufzeichnung auch zu stoppen.